Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamova. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich hier rund um meine Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und in diesem Video geht es nochmal um den Unterbau. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, auch in diesem Teil geht es nochmal um den Unterbau. Im letzten Teil hatte ich ja das Grundgestell errichtet und die Schalldämmung vorgenommen. Und in dem zweiten Teil geht es mehr darum, dieses Grundgestell zu verkleiden, sodass es halt in die Büroumgebung passt. Dazu muss noch ein bisschen Beleuchtung rein und natürlich will ich auch die Anlagenversorgung schon vorbereiten. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuschauen und nach dem Video sehen wir uns wieder. Ja, in diesem Film geht es halt darum, das Gestell ein wenig, ich nenne es mal salonfähig zu machen. Also ich möchte es ja der Büroumgebung anpassen. Von daher werde ich als erstes jetzt mal das Gestell verblenden mit solchen Brettern hier. Und das sind vom Schreiner zugesägte Tischlerplatte, 16 mm Stärke. Und die werde ich so befestigen, dass man es halt von außen nicht sieht. Im Gegensatz zu hier kann man die Schrauben sehen, soll das bei den Platten der Verblendung natürlich nicht der Fall sein. Zum Befestigen der Abdeckung nutze ich halt diese Schrauben hier, die hatte ich noch übrig aus dem Terrassenbau. Das sind so Schrauben, in denen man dann Holzdielen oder Paneelen mit befestigt. Das Gute daran ist, dass sie zwei unterschiedliche Gewinde haben und das sorgt eben dafür, dass die Schraube sich nicht von selber rausdreht, ne? Ja, außerdem haben sie einen TX2-Kopf, so dass man gut mit dem Akkuschrauber da die Kraft übertragen kann. Von den Abmaßen passt die auch hervorragend zu meiner Lösung, weil meine Rahmenbreite sind 4 cm, die Abdeckung nochmal 1,6 cm und mit 5 cm habe ich dann genügend Futter dann in der eigentlichen Abdeckung und die Schraube kommt halt nicht durch in genau das, was ich haben möchte. So, bevor ich die Bretter jetzt verschraube, muss ich sie in Teilen halt noch anpassen, sprich wie hier, das ist die Leiste, die hier komplett davor kommt. Die muss an der Stelle hier noch ausgeklinkt werden, damit sie halt über den Schreibtisch passt. Allerdings so weit ausgeklinkt, dass auch sie den Schreibtisch nicht berührt. Ja, dann mache ich das als erstes mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und so sieht es sauber aus. Für meine Lösung genau die richtige Variante. Schön durch den Rahmen, durch die Tischlerplatte, aber nicht durch die Oberfläche. Genau so soll es sein. Hier nochmal einen kurzen Zwischenstand. Die Verblendungen sind jetzt alle verbaut. Und jetzt kann es weitergehen mit dem, sagen wir mal, Facelifting. Jetzt wollen wir es ja der Büroumgebung noch ein Stück weit anpassen. Im nächsten Schritt möchte ich hier in diesem Unterbau Beleuchtung reinbringen. Also ich will quasi Licht ins Dunkel bringen. Und zwar aus dem einfachen Grund, wenn später hier die Segmente auflegen, hier oben, dann fällt hier unten kein Licht mehr ein. Und da ich hier aber Stauraum habe und den auch nutzen will und später mir auch zurechtfinden will, will ich da ein Stück weit Beleuchtung reinmachen. Ursprünglich hatte ich auch mal vorgehabt, die Schalter hier vorne zu platzieren, aber im Grunde möchte ich die Schalter nicht sichtbar haben. Und deshalb habe ich mir hier den Platz ausgesucht. Das ist die Nische, wo der Unterbau endet und quasi der Schreibtisch hier anfängt. Und an der Ecke, an der Seitenwand hier, werde ich einen Einschalter der Anlage machen und auch den Lichtschalter für die Unterbaubeleuchtung. Wie habe ich das vor? Der Aufbau ist denkbar simpel. Es wird zwei Schalter geben. Zum einen einen Drehschalter, der eine Steckdose versorgt. Dieser Drehschalter wird die Anlage später ein- und ausschalten. Das heißt, hier kommt die zentrale Verteilung für die Anlage dran. Und dann gibt es einen ganz normalen Kippschalter, oder einen ganz normalen Ein-Aus-Wechselschalter, der dann eine zweite Steckdose versorgt. Und an dieser Steckdose wird halt die handelsübliche Beleuchtung dran angeschlossen werden. Ja, für diejenigen, die vom Fach kommen oder sich auskennen, die werden sicherlich sehen, dass es hier ein Drehschalter ist, der umgerüstet wurde für eine Unterputzinstallation. Den gibt es in dieser Form nicht zu kaufen. Ich werde auch diesen Umbau hier
nicht präsentieren und zeigen, weil ich der Meinung bin, das sollten ausschließlich den Elektrofachkräften vorbehalten sein. Für die Nicht-Elektriker unter uns, da würde ich darauf verweisen, dass man sich einen ganz normalen Drehschalter, wenn man denn einen haben will, für eine Aufputzinstallation besorgt. Und die kann man ganz normal, wie zum Beispiel auch diese Steckdosen hier, verwenden und die müssen nicht umgebaut werden. Mal ganz davon ab, dass grundsätzlich Elektroinstallationen ohnehin einer Fachkraft vorbehalten sein sollten. Ja, im nächsten Schritt möchte ich dann jetzt gerne die Stromversorgung für die Anlage und auch die Beleuchtung des Unterbaus installieren. Und hierzu habe ich mir gedacht, ich setze erstmal 2 Hohlraumdosen, weil die Anlage von außen geschaltet werden soll, allerdings die eigentliche Installation im Innenraum des Unterbaus ist. Hier kann man dann halt sehen, dass ich dann die Dosen gesetzt habe, beziehungsweise die Steckdosen gesetzt habe. Daneben kommt eine Verteilung. Jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp für euch, und zwar: Die Steckdosen sind ja üblicherweise mit 16 Ampere hier abgesichert, und darum nehme ich dann hier auch eine Verlängerungsleitung, die 16 Ampere tauglich ist. Tauglich ist sie deshalb, weil der Kabelquerschnitt dieser Verlängerung 1,5 mm² ist. Und warum nehme ich jetzt ausgerechnet eine Verlängerung? Naja, weil eine vorkonfektionierte Anschlussleitung komischerweise teurer ist wie eine Verlängerung. Und deshalb habe ich mir jetzt eben diese Verlängerung geholt, schneide halt die Buchse ab und bereite das Ende dann jetzt mal vor, um als Zuleitung für die Verteilung zu funktionieren. Ja, so sieht es halt von der Innenseite aus. Hier sitzt der Drehschalter hinter, hier der normale Ausschalter. Der Drehschalter schaltet die Modellbahnanlage an oder aus, und zwar auf beiden Seiten, ne, von sowohl Phase als auch Neutralleiter. Das heißt, wenn die Anlage ausgeschaltet ist, dann ist sie auch komplett vom Netz genommen. Sollte denn mal sich ein Gewitter hier verirren, dann kommt es nicht bis auf die Anlage durch. Und hier ist ein ganz normaler Ausschalter, der schaltet dann eben diese Steckdose, der ist einphasig geschaltet. Das ist halt die Verteilung dazu. Und hier gibt es halt diese 3x1,5 Quadrat flexible Zuleitung. Hier ist eine Zugentlastung drauf. Also alles so, wie es sein soll. Ja, dann kommen wir im nächsten Schritt mal zu der eigentlichen Beleuchtung für den Unterbau. Hierzu verwende ich einfach Küchenbeleuchtung, die man so von den Unterbauschränken her kennt. Ganz simple Variante. Sehen aus wie so früher die alten Lampen, die man hatte. Es sind allerdings LED-Lampen. Die haben 4 Watt Leistung, bieten mir Kaltlicht. Und ich habe sie deshalb genommen, weil der eigentliche Beleuchtungskörper hier, der ist halt der ist Berührungsschutz, ne? Also stoßsicher. Falls ich dann später in einem Unterbau mal was rein und raus schiebe und sollte mal was drüber ragen und das rasselt dann gegen die Lampe, dann geht die Lampe nicht sofort kaputt. Das war mir halt wichtig. Ja, das sind fertige Bausätze. Das heißt, die eigentliche Spannungswandlung, Spannungsversorgung ist da auch schon mit drin. Gibt es relativ preiswert, und das hier sind 2 Sätze. Die andere Netzzuleitung hier, die brauche ich halt nicht, denn ich kann auch die beiden miteinander verbinden. Die Kupplungsstücke sind schon dabei, und das ist für mich eine sichere und kostengünstige Variante. Gut, dann bauen wir die jetzt mal ein und dann schauen wir weiter. Gut, und bevor die Lampen jetzt installiert werden, müssen zunächst noch im Rahmen Löcher gebohrt werden, durch die dann auch die ganzen Stecker der Lampen passen. Anschließend werden die Lampenbefestigungen angebracht, und das überflüssige Kabel wird mit dem bekannten Buchbinderücken wieder geführt. Die klebe ich am Rahmen hinten an, und so sieht es dann letztendlich nach der Installation hier jetzt aus. Und dann schauen wir uns das Ganze jetzt auch mal im Betrieb an. Eingeschaltet wird die Beleuchtung ja von außen, und die Lampen sind bewusst so angebracht, dass sie nach innen rein strahlen. Denn wenn ich hier unten davor hocke und reinschaue, möchte ich nicht ins Licht schauen, sondern ich möchte halt die dort lagernde Ware angestrahlt haben. Ja, hier vorne habe ich noch ein Stückchen Kabelkanal
einfach installiert. Das nutze ich einfach dazu, um dieses Restkabel, was hier überflüssig ist, ich schneide das nicht und kürze das Kabel nicht, was von Haus aus mitgeliefert wird, sondern ich lagere es hier einfach zwischen. Da kann da nichts passieren. Das Kabel, mal ganz ehrlich, so lange leuchtet die Lampe nicht. Dieses Kabel hat keine Zeit, warm zu werden. Und selbst wenn es warm werden würde, wäre es immer noch gut gelüftet. Von daher alles gut, die Wärme könnte abgeführt werden. Ja, so viel zur Innenbeleuchtung. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Schritt. Und zwar geht es halt darum, der Verkleidung ein neues Äußeres zu geben. Wir machen jetzt hier einen Farbanstrich, mache ich drauf. Und an der Stelle möchte ich mich wieder bei jemandem bedanken, und zwar beim Uwe Wickel. Viele von uns kennen den Uwe Wickel, insbesondere seinen YouTube-Kanal. Und zwar ist das Miniaturland Wuppertal Spur N Wickel. Hat eine ganze Weile gedauert, bis ich den Namen so perfekt und auswendig konnte. An der Stelle, Uwe, vielen, vielen lieben Dank. Dein Kanal wird wie immer unten verlinkt. Könnt ihr gerne mal nachschauen. Besucht bitte auch mal den Uwe. Und der Uwe hat mich halt dahingehend beraten, weil ich bin halt kein Malerprofi. Ich wusste halt nicht, was man machen muss. Und er hat mir eben mich beraten zum Thema Versiegeln von Holz und dann das anschließende Grundieren, auch das Thema Methoden und Bearbeiten, wie man dann schöne glatten Oberflächen hinkriegt. Und zum Schluss gibt es halt den finalen Farbanstrich, und zwar halt in diesem mehrfach schon erwähnten Telegrau, damit es halt hier in die Büroumgebung passt. Ja, und da nehme ich euch jetzt hier wieder in verschiedenen Filmsequenzen mit. Das sind jetzt Zeitraffer oder vielleicht auch teilweise nur kleine Ausschnitte. Jeder von uns weiß, dass das Behandeln von Farben doch ein Stück weit Zeit in Anspruch nimmt, und da werde ich die Kamera mit Sicherheit nicht endlos laufen lassen. Also habt Spaß, wir sehen uns gleich wieder. Ja, als erstes kommt die Versiegelung. Wie der Name schon sagt, wird damit das Holz versiegelt, sprich die Poren werden versiegelt. Das Holz wird also quasi vorbereitet, damit man dort einen besseren Anstrich leisten kann. Anschließend kommt ein Primer oder ein Haftgrund drauf, der nachher dann die Farbbasis bildet. Der ist dann auch weiß, so dass es einen durchgehend neutralen Farbton hat, und anschließend kommt der finale Anstrich drauf mit der Farbe, wie es denn letztendlich sein soll. Und bei mir ist es schon, wie schon tausendmal erwähnt, das Telegrau, damit es halt hier zur Büroumgebung passt. Damit wären dann jetzt auch die Malerarbeiten abgeschlossen. Dann werde ich jetzt als erstes mal die Abklebungen entfernen und das Malervlies. Und dann geht es im nächsten Schritt um die Fuß- und Abschlussleisten. Ja, Stichwort Leisten, was hat er vor? Zum einen möchte ich hier einen sauberen Übergang haben vom Unterbau zum Schreibtisch. Dazu verwende ich dann solche Profilleisten aus Kunststoff. Diese Klebeschicht, die werde ich entfernen, und die Leisten selber werde ich mit Kontaktkleber ankleben, und dann gibt es hier einen sauberen Übergang vom Unterbau zum Schreibtisch. Damit auch von hier jetzt der Schall nicht übertragen wird, dann gibt es hier eine dünne Schicht noch Filz drauf, die klebe ich auf. Und diese Leisten verwende ich dann allerdings ohne Filzschicht auch noch einfach mal hier als Schutzrahmen, den ich hier aufbauen werde, damit, wenn ich die Wägelchen mal rausfahre und dagegen fahren würde, damit ich das Holz jetzt nicht verkatsche. Und unten am Boden gibt es Abschlussleisten, Fußleisten werde ich hier machen. Dazu nutze ich dann diese 40 x 5 mm Bucheleisten, die ich mir dann jetzt noch farblich aufbereiten werde, sprich wird sie schwarz lackieren, und dann werden die unten umklebt, und somit habe ich dann den gesamten Unterbau schön eingefasst, und der passt dann auch, wie man es da unten sieht, ist der schwarze Fuß vom Schreibtisch, das passt dann halt komplett mit der Bürogarnitur übereinander, weil auch die Bürogarnitur, wie man hier unten sehen kann, schwarze Abgrenzungen hat. Ja, dann passt das alles wunderbar, und dann fange ich jetzt mal damit an. Ja, herzlich willkommen wieder hier bei mir im Keller. Jetzt geht es den Fußleisten an den Kragen,
bzw. an die Oberfläche. Jetzt werde ich erstmal die Oberfläche ein wenig aufrauen und dann werden die einfach schwarz lackiert. So, die Fußleisten sind fertig. Jetzt werde ich sie mit Heißkleber unten an dem Unterbau festkleben. Doch bevor ich das mache, kriegen auch die Fußleisten hier unten kleine Filzsockel, weil auch die nicht mit dem Boden in Berührung kommen sollen. So, jetzt werden die Winkelleisten auf Gärung geschnitten. Dann noch entgraten. So, dann noch passend ablängen und einpassen. So, und im letzten Schritt gibt es hier vom Unterbau zum Schreibtisch auch so eine Winkelleiste, damit es hier einen sauberen Übergang gibt. Aber im Unterschied zu den anderen Leisten gibt es hier dann später noch einen Filzbelag drauf. Den mache ich jetzt erstmal, damit eventuelle Schwingungen, die hier vom Unterbau bzw. von der Anlage nicht auf den Schreibtisch übertragen werden oder umgekehrt Schwingungen, die eventuell hier entstehen auf dem Schreibtisch, nicht auf die Anlage übertragen werden. Ja, das mache ich dann als letztes nochmal und dann verschaffen wir uns nochmal einen Gesamtüberblick. Ja, befestigen werde ich die Filzstreifen mit doppelseitigem Klebeband, die ich mir dann jetzt in 1 cm Streifen erstmal fertig mache. Als nächstes schneide ich mir 1 cm breite Filzstreifen. Ja, und anschließend klebe ich dann den Filz hier oben noch drauf. Und damit habe ich eine schöne Dämmschicht. Ja, dann starten wir mal mit einem kleinen Blick aufs Büromobiliar in Telegrau mit schwarzer Umrandung. Warum sage ich das so? Ja, der Unterbau ist verkleidet, er ist lackiert in gleichen Bürofarben, so sieht er jetzt aus. Er ist schwarz eingefasst, weil das fand ich als schönen Übergang erstmal auch zu den Staumöglichkeiten und aber auch zu dem Stil aus dem Büro. Der Schreibtisch ist eingefasst, allerdings nicht verschraubt. Der kann jederzeit auch rausgezogen werden. Gut, dann zeige ich euch jetzt hier noch meine Staumöglichkeiten, was ich hier verwenden werde. Und dann sind wir auch schon durch. Ja, zur Aufbewahrung habe ich eigentlich mir 2 Systeme ausgesucht. Einmal diese Euro-Aufbewahrungsbox, einmal als 60 Liter Variante und dann nochmal zum Aufstocken als 40 Liter Variante. Und die ganzen sind rollend gelagert. Rollbar habe ich einfach nur ein ganz normales Möbelumzugsbrett mir genommen und habe hier 2 Arretierungen dran gemacht, sodass die Raster von dem Euro-Aufbewahrungsbox da reinpassen und sich nicht verschieben und ja, das Rollbrett quasi einfach fest drunter bleibt. Das ist die Aufbewahrung, die hinten im Hintergrund ist. Und jetzt zeige ich euch noch die Aufbewahrung, die vorne quasi die Front abschließt. Ja, und die zweite Aufbewahrungsmöglichkeit sind solche Rollcontainer. Die kriegt man ebenfalls in einem gut ausstaffierten Baumarkt. Hier habe ich mir 2 Varianten geholt, einmal mit flachen Schubladen und einmal mit tieferen Schubladen. Die habe ich dann umgebaut, sodass ich oben 3 flache und unten 2 hohe habe. Und die stelle ich einfach jetzt davor. Die stoßen hinten gegen die Euro-Aufbewahrungsbox dagegen, sodass sie auch nicht wegrollen können. Das ist alles entsprechend ausgemessen. Und nachher, wenn die dann hier so drin steht, wie man sieht, gibt das ein vernünftiges, sauberes Bild. Ist abgeschlossen, passt. So, jetzt würde ich vorschlagen, räumen wir erstmal ein und dann sehen wir uns gleich wieder.
Ja, der Unterbau steht, der passt ins Büro, die Beleuchtung ist drin, Stauraum ist vorhanden und der Anlagenanschluss ist auch hergestellt. Also kann es ja jetzt losgehen. Apropos losgehen, das Holz, das Material habe ich bestellt, aber situationsbedingt müssen wir halt mal gucken, wann ich es denn jetzt abholen kann, wann ich es denn jetzt wirklich in den Händen halten kann, um hier weiterzubauen. Aber sei es drum, es gibt hier noch Themen genug und ich sag mal, der nächste Film kommt garantiert. Schauen wir mal, was es werden wird. An der Stelle möchte ich nochmal ganz herzlich dem Uwe danken, weil ich weiß nicht, wie oft ich mit dem Uwe telefoniert oder auch geschrieben habe, ihn gelöchert habe mit Fragen und er ganz geduldig meine Fragen beantwortet, mir noch Tipps gegeben hat, welche Materialien ich beschaffen sollte, warum, wieso und weshalb. Uwe, vielen herzlichen Dank, vor allem auch für deine Geduld, für meine nervigen Fragen. Leute, schaut mal beim Uwe gerne vorbei. Ich nenne nochmal seinen Kanal, hoffentlich nochmal so fehlerfrei wie vorhin. Und zwar ist das Miniaturland Wuppertal Spur N Wickel. Und für alle die sich das nicht so schnell merken können, schaut einfach mal unten in der Videobeschreibung nach. Da habe ich den Uwe verlinkt. So ihr Lieben, das war's wieder mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben. Aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und schon werdet ihr vom Kanal automatisch unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.